Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Wir schauen uns heute die Aktie United Health Group an. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und ist in der Branche, dem Gesundheitswesen, tätig. Ja, die United Health ist ein diversifiziertes Gesundheits- und Wohlstandsunternehmen und es operiert hauptsächlich über zwei Geschäftssegmente, nämlich einerseits über United Healthcare, also einer Krankenversicherung, und Optum. Da sind wir jetzt auch gerade auf der Webseite, und Optum, das sind eben Dienstleistungen im Gesundheitswesen, einschließlich der Datenanalyse, Apothekenmanagement und der Gesundheitsversorgung. Wir machen jetzt als allererstes hier mal die Earnings, die vor kurzem rausgekommen sind. Und zwar gestern hat hier United Health Group hier seine Zahlen präsentiert für das abgelaufene Quartal, für das Q2 2024. Grundsätzlich waren die Zahlen sehr, sehr gut und die Aktie hat auch danach stark zugelegt. Wir gucken uns heute mal die Key Facts an, das Wichtigste. Und grundsätzlich sagt man hier auch gleich, dass man relativ äh, breit gestreutes Wachstum hier erreichen konnte. Und der CEO, der Andrew Whitty, ist auch zufrieden mit den Ergebnissen, die United Healthcare hier oder United Health Group hier geliefert haben. Ja, dieses Unternehmen hat auch die Full Year Guidance für 2024, Ausblick auf 15,95 bis 16,40 pro Aktie geupdatet, also das ist auch gut zu sehen. Außerdem ist ja immer hier ein wichtiger Punkt in letzter Zeit eben diese Einmaleffekte durch die Cyberattacke. Und hier hat man jetzt den Ausblick ja, ein bisschen verschlechtert. Man hat jetzt hier die Kosten, die geschätzt werden, hier von 1,30 $ auf 1,90 bis 2,5 erhöht, also ein Increase von 40 bis 45 Dollar, also 0,40 bis 0,45. Also hier einfach erwartet man jetzt etwas höhere Kosten aufgrund eben dieser Cyberattacke, aber grundsätzlich, ja, das ist jetzt noch nichts, was langfristig irgendwie beunruhigend wäre. Ich meine, das ist ja wirklich nur ein Einmaleffekt hier bei United Health. Und ja, das sehen wir halt auch in der Nettomarge, dass die jetzt hier in dem Quartal deutlich niedriger war wie im Vorjahr, nämlich mit nur 4,3% im Vergleich zu 5,9%, also hier definitiv dann gesunken. Aber wenn wir diese Cyber-Effekte, Cybercrime-Effekte, also diese Vorfallseffekte mal rausnehmen, dann sehen wir hier beim adjustierten Wert, haben wir eine Netmargen von 6%. Das heißt, wir haben uns da sogar theoretisch verbessert. Ja, die Operating Cost Ratio, die ist auch gesunken, und zwar auf 13,3% in 2024 bisher im zweiten Quartal im Vergleich zu 14,9% in 2023. Also das ist auf jeden Fall schön zu sehen. Außerdem hat man hier auch vor kurzem seine Dividende um 12% erhöht, also das ist auch schön, und das ist die 15. Dividendenerhöhung in Folge, welche auch Double Digits ist, also zweistellig. Ja, jetzt guckt man hier auf die einzelnen Segmente. Also hier nochmal United Healthcare als ein Segment und natürlich Optum. Bei United Healthcare sehen wir, dass es sich ähnlich hier bewegt hat. Also wir haben auch hier ja eine deutliche Operating Margin eingebüßt, aber auch adjustiert sehen wir, dass wir hier ja, leicht im Rückschritt sind. Aber das ist auf jeden Fall noch in Ordnung. Ist auch deren wichtigstes Businessmodell. Das wächst aber nicht mehr so stark. Dann haben wir noch Optum, das ist wirklich das Wachstumsgeschäft von United Health. Und hier sehen wir, dass die Operating Margin, wenn wir die adjustierten Werte nehmen, stark gestiegen sind, und auch grundsätzlich hier ist der Umsatz wirklich gut angewachsen. Und den sehen wir hier, Optum Health Revenue ist um 13% gewachsen und auch Optum RX um 13%. Also das sieht alles relativ gut aus. Da schauen wir uns aber die Zahlen segmentbasiert dann gleich nochmal genauer an. Weil grundsätzlich ist es ja schon interessant dann auch zu sehen, was eigentlich hier passiert ist. Und wir sehen jetzt hier ganz schön Revenue by Businesses, wo das Unternehmen hier den Umsatz macht. Hier unten in 2023 und oben 2024. Und wir sehen, dass United Healthcare hier noch leicht gewachsen ist. Das größte Wachstum sehen wir eigentlich hier wirklich bei Optum Health und Optum RX. Und Total Optum ist auch hier sehr, sehr gut gewachsen, also mit hier 10%, mehr als 10% Wachstum.
wenn man das vergleicht. Ja, auch grundsätzlich hier sehen wir, also von 92 auf 98 haben wir so 7% Wachstum ungefähr. Äh, Im Allgemeinen, also ist auch eigentlich in Ordnung. Klar, Optum Rx oder beziehungsweise Optum im Allgemeinen ist auf jeden Fall der absolute Wachstumstreiber hier für United Health und ist auf jeden Fall absolut wichtig. Ja, jetzt schauen wir mal weiter auf den Trader Fox und dann möchte ich einmal mal die Aktie so ein bisschen anschauen, wie die von der Qualität her ist. Und wir sehen, dass wir hier einen Qualitätscheck 14 von 15 Punkte haben. Das Einzige, wo es einen Punktabzug gibt, ist die Nettogewinnmarge. Aber das ist einfach ein riesiges Unternehmen mit wirklich sehr, sehr hohen Umsätzen. Deswegen würde ich da trotzdem mal ein Auge zudrücken. Also auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, das Unternehmen ist absolut auf Qualität und auf Sicherheit getrimmt, also auch wirklich ja, sehr, sehr starker Marktplayer. Wenn wir uns hier mal den Fair Value zum Umsatz anschauen, dann sehen wir, dass wir aktuell relativ deutlich unter dem fairen Wert liegen, obwohl wir uns schon sehr, sehr dynamisch auch entwickelt haben gestern. Hier sieht man das Sankey mal von United Health, also grundsätzlich alles gut. Beim Piotrowski F-Score haben wir einen Score von 6 aus 9 Punkten. Ja, es gibt Punktabzug bei einer ansteigenden Kapitalrendite, die ist leicht gesunken. Preissetzungsmacht ist auch leicht gesunken. Und ja, grundsätzlich aber auch solide Bilanz. Und auch beim Dividendenarbeit haben wir hier einen Score von 3 von 4 Punkten. Ich würde sagen, wir schauen uns hier nochmal den Wachstumscheck an. Hier haben wir 10 von 15 Punkten, also Umsatzwachstum der 2 Jahre. Im Schnitt haben wir 13,6%. Ja, klar, wir haben auch kurzzeitig mal so eine relativ starke Korrektur bzw. Seitwärtsphase gesehen. Da gibt es eben auch dann Punktabzug, aber das ist völlig in Ordnung noch. Wir schauen uns jetzt gleich noch die charttechnische Situation und mal einfach die Zahlen an von United Health. Aber davor habe ich noch hier was zu verkünden. Und zwar könnt ihr jetzt, wenn ihr jetzt auf dem Aktienfinder seid und euch eine bestimmte Aktie bewertet, jetzt hier zum Beispiel Visa, könnt ihr jetzt hier unter den Analysen immer direkt meine Analysen sehen. Zum Beispiel hier zur Visa-Aktie habe ich am 10.07. dieses Video hochgeladen. Also ich bin jetzt auch vertreten hier unter diesen Analyse-Reiter, also zu eben den einzelnen Aktien, zu denen ich Videos hochgeladen habe. Ist vielleicht ganz cool für euch, vielleicht interessant, wenn ihr hier eine Aktie euch anschaut, dann seht ihr auch immer hier gleich direkt, ob ich dazu mal ein Video gemacht habe, dann könnt ihr da direkt draufklicken. Aber jetzt geht es schon weiter und wir schauen uns jetzt United Health mal hier im Chart an. Und wir sehen sehr, sehr langfristig, das Unternehmen ist wirklich sehr stark gelaufen. Vor allem ab 2008 ist das Unternehmen wirklich sehr, sehr schön gelaufen. Man ist aber auch wirklich schon sehr, sehr lange an der Börse, nämlich seit 1985. Und wir gucken uns jetzt hier mal meine ganzen Kritzeleien an, die ich hier reingemalt habe. Grundsätzlich bewegen wir uns hier wirklich schon sehr, sehr lange seitwärts hier oben. Also schon seit dem Jahre 2021, im Oktober 2021. Also wirklich eine sehr, sehr lange Seitwärtsphase, aber in diesem Zeitraum hat sich natürlich auch das Unternehmen deutlich gebessert und wir hatten auch hier eine deutlich höhere Bewertungsphase wie jetzt zuletzt. Und wir sehen auch hier jetzt, wie dieses Unternehmen seit April 2024 sich doch wirklich stark nach oben entwickelt hat und wir befinden uns jetzt hier wieder am oberen Ende der Range, also auf dem Widerstandsniveau. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir da direkt durchbrechen oder ob wir nochmal einen Rücksetzer machen, hier vielleicht auf die 525 und dann nochmal versuchen, da durchzukommen. Auf jeden Fall ist es absolut wichtig, dass United Health hier mittelfristig mal endlich diesen Ausbruch schafft. Also dass wir hier wirklich von mir aus wirklich nochmal runterkommen, dann hier hochsetzen und dann durch und dann neue All-Time-Highs schreiben. Also das wäre so mein mittelfristig bis langfristiges Szenario, aber grundsätzlich wäre es jetzt auch nicht schlimm, wenn wir ja nochmal runter korrigieren würden auf den Support. Also im Moment auf jeden Fall noch Range, sieht aber schon sehr, sehr bullish aus, alles was hier so passiert mit diesem auch relativ starken Volumen hier zuletzt, ist auch eigentlich historisch im Vergleich relativ hoch. Also da sehe ich jetzt im Moment tatsächlich eher den Ausbruch für wahrscheinlich, als dass wir da jetzt nochmal in die Range runterlaufen. Ja, wir haben jetzt im Moment hier bei der United Healthcare eine Marktkapitalisierung von 500 Milliarden US-Dollar, also schon wirklich sehr, sehr großes Unternehmen, haben eine Dividenden-Yield von 1,63% und hier ein Price-to-Earnings-Ratio von 34. Da wird natürlich auch honoriert, dass das Unternehmen absolut eingesessen ist und wirklich ein
absoluter Marktführer ist ja völlig klar. Valuation Ratio sehen wir aber hier 2023 war die PE Ratio zum Beispiel nur bei 22. Also wir haben da auch schon wieder ein bisschen mehr Wachstum eingepreist. Ja, was das Revenue an sich angeht, sehen wir, das war wirklich stark am Wachsen, soll auch weiterhin wachsen. Netmarge ist zuletzt etwas rückläufig gewesen, aber langfristig auf jeden Fall hier steigend. 75% seiner Umsätze macht man eben mit der Krankenversicherung. Optum Health macht 10% aus und Optum Rx 12%. Optum Insight nur 2%. Man macht seine Umsätze zu 97% in den USA und nur 3% außerhalb. Ja, Dividende wird auch, wie gesagt, vorhin schon erwähnt, sehr, sehr schön gesteigert. Auch absolut guter Dividendenzahler bzw. Dividendenwachstumswert. Und ja, an der Stelle mal Disclaimer, ich bin bei United Healthcare investiert und das auch schon länger. Deswegen keine Anlageberatung. Ihr entscheidet immer selber, in was ihr investieren wollt. Ja, wir sehen hier in den letzten Jahren gab es immer mal so ein Wachstum zwischen, ja, im schlechten Jahr mal so 6% bis 15% in einem guten Jahr. Also wirklich sehr, sehr schönes Wachstum. Das gleiche sieht man beim Operating Income, das ist sogar noch stärker angewachsen. Das gleiche geht fürs Net Income. Also das sieht wirklich sehr, sehr gut aus hier für United Health. Dann schauen wir noch auf die Cashflows. Also der Free Cashflow konnte hier von 2017 von 11,5 Milliarden auf heute 25,5 Milliarden gesteigert werden. Und der ist auch jedes Jahr sehr, sehr schön angewachsen. Außer hier in Corona musste man so einen kleinen Rückschritt verzeichnen. Aber das ist auch nur in einem wirklich minimalen Rahmen geschehen. Und hier haben wir auch ein gutes Wachstum mit drinnen, was den Free Cashflow betrifft. Gefällt mir also auch sehr, sehr gut. Jetzt gucken wir noch auf die Aktienanzahl, die ausstehend ist. Und hier hatten wir 2017 969 Millionen Aktien ausstehen und jetzt haben wir nur noch 924 Millionen ausstehen. Also wir sind hier auch schön am Aktien zurückkaufen. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also bedeutet Rückenwind für uns. Ist auf jeden Fall einfach schön zu sehen, dass man hier dann immer mehr vom Kuchen bzw. vom Unternehmen bekommt. Ja, hier nochmal ganz genau gezeigt, Netmarge in 2017 hatten wir noch 5,25%, jetzt sind wir da schon bei 6%, also auf jeden Fall leichte Steigerung, aber das macht natürlich dann auch sehr, sehr viel aus, weil das Unternehmen auch wirklich sehr, sehr hohe Umsätze hat. Auch die Operating Margin, die konnte da gut gesteigert werden, also das sieht auch in Ordnung aus. Ja, hier nochmal die Dividende. Dividenden historisch war immer so bei 1,3, 1,5%, mal ganz niedrig bei 1,1. Und also da sind wir im Moment eigentlich wirklich völlig im Rahmen. Payout Ratio, die lag immer so zwischen 25 und 30%, also auch gesund. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben für weitere Dividendensteigerungen. Und was den Ausblick angeht bei den Earnings per Share, sehen wir, dass das Unternehmen zweistellig wachsen soll. Also da sieht es, wenn man diesen Schätzungen hier Glauben schenken möchte, wirklich sehr, sehr rosig aus. Und das gleiche gilt für den Umsatz. Da soll man zwar nicht ganz 10% wachsen, aber vor allem ab 2025 soll es dann doch wirklich dynamisch weitergehen. Also es sieht wirklich einwandfrei aus hier bei der United Health. Ja, im Moment würde ich da aber aktuell eher nicht einsteigen. Es ist ein absolutes Top-Unternehmen und ich glaube auch, dass vor allem das Optum-Segment, also mit dem Ausbau der Dienstleistungen im Bereich Datenanalyse, Apothekenmanagement und direkte Gesundheitsversorgung, man eine zusätzliche Einnahmequelle schaffen kann, beziehungsweise die natürlich schon geschaffen hat und die weiter ausbauen kann. Aber im Moment würde ich jetzt hier vielleicht mal einen Rücksetzer abwarten oder wenn wir ausgebrochen sind, dann wirklich erst hier beim Retest der Range nochmal nachkaufen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ciao.